Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In den USA weiten sich die gewaltsamen Proteste auf immer größere Teile des Landes aus. Trotz nächtlicher Ausgangssperren kam es in zahlreichen Städten zu Plünderungen, Brandstiftungen und Angriffen auf Polizisten. Mehrere Gouverneure riefen die Nationalgarde zu Hilfe. Präsident Trump machte linksradikale Gruppen für die Ausschreitungen verantwortlich. Ausgelöst wurden sie durch den Tod eines Schwarzen bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis. Demonstrationen und Ausschreitungen gab es auch in der US-Hauptstadt. In Washington gingen Polizeiautos in Flammen auf. Sicherheitskräfte verhinderten, dass sich Demonstranten erneut vor dem Weißen Haus versammeln. In Los Angeles hatten Randalierer Gebäude angezündet und Geschäfte geplündert. Die Polizei ging mit Gummigeschossen gegen die Menge vor. Landesweit gab es mehrere hundert Festnahmen. US-Präsident Trump will den G7-Gipfel in den USA auf Herbst verschieben. Nach der gestrigen Ankündigung von Bundeskanzlerin Merkel, aufgrund der Corona-Pandemie nicht nach Washington zu reisen, rückte Trump von seinem Vorhaben ab, das Treffen bereits im Juni stattfinden zu lassen. Gleichzeitig kündigte er an, auch die Staats- und Regierungschefs von Russland, Südkorea, Australien und Indien mit einzuladen. Zur Begründung sagte der US-Präsident, die bisherige Gruppe sei so wörtlich sehr veraltet. In der vergangenen Nacht ist in Jerusalem der Tempelberg wieder geöffnet worden. Die Anlage war wegen der Corona-Pandemie seit März geschlossen. In ihr befinden sich unter anderem die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom. Der Tempelberg ist nicht nur eine heilige Stätte des Islam, sondern auch des Juden- und des Christentums. Der bayerische Ministerpräsident Söder fordert ein umfassendes Konjunkturpaket zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Dabei befürwortet er auch Hilfen für die deutsche Autoindustrie. Der Welt am Sonntag sagte der CSU-Chef, es könne nicht sein, dass für die Lufthansa Milliarden ausgegeben würden, nicht aber für das Herzstück der deutschen Wirtschaft. Die beiden US-Astronauten Behnken und Hurley befinden sich auf dem Weg zur internationalen Raumstation ISS. Ihr Start an Bord einer privaten SpaceX-Rakete von Cape Canaveral aus verlief gestern Abend planmäßig. Es ist das erste Mal seit 9 Jahren, dass wieder Astronauten von den USA aus ins All geflogen sind. Sie sollen im Laufe des Tages an der ISS andocken und dann mehrere Wochen lang dort bleiben. Und nun die Wetteraussichten. Heute von der Lausitz bis nach Ostbayern mitunter etwas Regen, sonst trocken mit Sonne und Wolken. Höchstwerte von 13 Grad im Bayerischen Wald bis 24 Grad an der Spree.